Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch ein ganz einfaches Rezept zu eingelegten Oliven vorstellen und euch gleichzeitig darüber berichten, wie gesund die Olive ist. Die Tatsache, dass Allah im Koran bei der Olive schwört, ist ein Indiz dafür, welche gewaltige gesundheitliche Vorteile diese Frucht beinhaltet. Subhanallah. Wir fangen damit an, wenn möglich Bio-Oliven in einen großen Teller zu geben. Grüne Oliven sind immer unreif gepflückte Oliven und sollten erst durch Einlegung genießbar gemacht werden. Dazu könnte man verschiedene Methoden anwenden, wie zum Beispiel frisch gepressten Knoblauch, Zitronen, Rinde, Gewürze, Essig und Honig. Ich habe jetzt hier den Trester meines natürlichen Antibiotikums dafür verwendet, weil der alle diese Sachen schon beinhaltet, und habe folgende Gewürze noch hinzugegeben: ein Knoblauch-Kräutergewürz und eben italienische Kräuter. Das Knoblauch-Kräutergewürz beinhaltet Knoblauch, Zwiebel, Kräuter und Meersalz. Und als gesunde Ölquelle habe ich hier in diesem Fall jetzt Bio-Macadamia-Öl hinzugegeben. Wenn man dieses gesunde Öl sehr leicht hier in Namibia bekommt, dann Macadamianüsse in Südafrika angepflanzt werden. Aber natürlich könnte man stattdessen auch natives, extra Bio-Olivenöl dafür verwenden. An frischen Kräutern habe ich hier jetzt Selleriegrün verwendet. Zum einen deshalb, weil dieses Kraut zu den gesunden Heilpflanzen zählt, und zum anderen, weil sie auch geschmacklich sehr gut zu den Oliven passt. Das Selleriegrün habe ich eher eben ganz klein geschnibbelt, wie wir sehen. Das kommt jetzt zu den Oliven da hinzu. Und das war es auch schon an Zutaten. Der Trester des Antibiotikums, den ich hier verwendet habe, beinhaltet eben alles Mögliche, wie unter anderem Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Zwiebel, Meerrettich, Zitronenschale, Honig und Essig. Wer den nicht hat, nimmt einfach frisch gepressten Knoblauch und gibt dazu etwas Essig und etwas Honig, als auch geriebene Bio-Zitronenschale. Die genauen Mengenangaben werde ich euch dann unten in der Infobox nochmal mitteilen. Nachdem wir alles hier gut vermischt haben, werden wir das Ganze in ein Glas füllen, und dann ist das Ganze eigentlich viele Wochen haltbar. Wichtig allerdings ist hier, dass die Oliven einige Tage im Kühlschrank in dieser Mischung erstmal ziehen sollten, bevor man sie dann essen sollte, weil sie erst dann ihren optimalen, leckeren Geschmack entfalten. Oliven sind gesunde Kraftpakete, denn sie enthalten viele Antioxidantien, sie sind gut fürs Herz, wirken Krebs entgegen und können sogar das Alzheimer-Risiko reduzieren. Abgesehen von vielen wichtigen Mineralien stecken in den Oliven die Vitamine B2, B9, also Folsäure, und Vitamin E, sowie die augenfreundlichen Carotinoide, Beta-Carotin, Lutein und Zeaxanthin. Das Spezialgebiet der Oliven ist jedoch das der antioxidativ wirksamen sekundären Pflanzenstoffe, die fast ausschließlich in der Olive vorkommen und derart heilsam sind, dass sie eine Vielzahl von Krankheiten bekämpfen, wie Krebs, Arthritis, Osteoporose, Verstopfungen, Entzündungen und Asthma. Zu den wichtigsten Antioxidantien in Oliven zählen unter anderem die Phenolverbindungen, wie zum Beispiel das Oleuropein, was stark gegen Darmparasiten wirkt. Außerdem weitet es die Gefäße, fördert das Herz-Kreislauf-System, senkt den Blutzucker, stärkt das Immunsystem und senkt das Krebsrisiko. Ferner beinhalten Oliven Flavonoide, zum Beispiel Apigenin, Luteolin, Quercetin, ferner Hydroxyzimtsäuren, zum Beispiel Kaffeesäure, Kuminsäure, dann Anthocyanidine, zum Beispiel Cyanidine und Peonidine, auch Hydroxybenzoesäure und so weiter. Alle diese Antioxidantien helfen gegen freie Radikale. Sie helfen bei der Vorbeugung von Entzündungen und Krebs. Die Ölsäuren in der Olive sind für ihre blutdrucksenkende und herzschützende Wirkung bekannt. Auch helfen sie dabei, Leberschäden vorzubeugen, die Blutfette zu regulieren und Entzündungen abzumildern. Dies waren nur einige gesunde Inhaltsstoffe der Olive. Würden wir hier alle nennen, würde dies den Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass man beim Kauf immer auf qualitativ hochwertige Bio-Oliven achtet, die ohne Zusatzstoffe und Konservierungsmittel auskommen und die industriell hergestellter Massenware natürlich vorzuziehen sind. Es lohnt sich daher, täglich einige Oliven zu sich zu nehmen, um in den Genuss ihrer gesunden Wirkstoffe zu kommen. Ideal wäre es, sie mit anderen gesunden Lebensmitteln zu kombinieren, wie hier zum Beispiel Kichererbsensprossen und gesundem Rohkostbrot aus Sprossen. Denn Sprossen sind lebendige Nahrung, die uns lange lebendig halten. Das Video zu meinem Rohkostbrot werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Damit ist das Kurzvideo zu gesunden Oliven beendet. Ich hoffe, es konnte euch einige Inspirationen liefern und euch dazu verführen, täglich einige gesunde Oliven in euren Speiseplan zu integrieren. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.